Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir mal wieder was Vegetarisches, und zwar eine leckere Reispfanne mit Gemüse. Es muss ja auch nicht immer Fleisch sein, auch vegetarisch kann durchaus lecker sein. Und das zeige ich euch heute. Und wie ich das Ganze zubereite, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für dieses Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: Basmati-Reis, oder ihr könnt auch Parboiled-Reis oder anderen Reis benutzen, aber ich esse sehr gerne Basmati-Reis. Davon benötigt ihr ca. 150 bis 200 Gramm. Ich habe hier noch 4 Möhren, eine Stange Lauch, ein Paket passierte Tomaten, 2 Knoblauchzehen und tiefgefrorene Erbsen. Das Schöne bei diesem Rezept ist, ihr könnt das Gemüse nehmen, was ihr gerade so zu Hause habt. Als erstes schneiden wir die Möhren. Die Möhren schneiden wir in diesem Fall in gleich große Würfelchen. Das geht am besten, wenn ihr die Möhren erstmal halbiert, denn dann kann man sie richtig hinlegen. Und dann nochmal in Streifen schneidet. Danach dreht ihr die Möhre und könnt sie ganz bequem in gleich große Würfelchen schneiden. Ihr könnt die Möhrchen auch in Scheiben schneiden, aber wenn man sie im Würfel schneidet, werden sie deutlich schneller gar. Deshalb schneide ich sie in diesem Fall im Würfel. Dann schneide ich den Lauch. Den solltet ihr vorher allerdings richtig gut waschen, denn da ist immer eine Menge Sand und Erde drin. Und das wollt ihr ja beim Kauen nicht wirklich zwischen den Zähnen haben. Zum Waschen schneidet ihr den Lauch am besten in der Mitte auf und wascht ihn unter fließendem Wasser in den Zwischenräumen. Und dann schneidet ihr ihn ganz einfach in feine Ringe herunter. Wichtig zu sagen wäre hierbei noch, dass ihr den Lauch wirklich im Ganzen verwenden könnt. Auch vorne das Grüne. Ich höre immer von so vielen Leuten, dass sie das Grüne vorne wegschmeißen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Schmeckt richtig lecker und lässt sich wunderbar mit verarbeiten. So, jetzt erhitzen wir Öl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze. Ich nehme hier ein ganz normales Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber das Öl verwenden, das ihr gerade selbst zur Hand habt. Falls ihr jetzt kein Öl haben solltet, könnt ihr notfalls auch gut Butterschmalz verwenden. So, und in das erhitzte Öl geben wir jetzt unsere in Würfelchen geschnittenen Möhren. Die verteilen wir jetzt erst einmal gut in der Pfanne, damit sie gleichmäßig schön anschwitzen können. Die Möhren sollten jetzt in der Pfanne erstmal ungefähr für 5 Minuten angeschwitzt werden. Dabei solltet ihr immer wieder gelegentlich kurz durchrühren. Und nach 5 Minuten geben wir dann den in Streifen geschnittenen Porree hinzu. Auch den verteilen wir jetzt schön in der Pfanne und verrühren ihn mit den Möhren. Der Lauch, der sollte jetzt mit den Möhren zusammen nochmal für 3 Minuten in der Pfanne mitbraten. Es ist nur wichtig, dass ihr wirklich gelegentlich umrührt, damit euch auch nichts anbrennen kann. Und jetzt pressen wir noch den Knoblauch direkt zum Essen dazu. Ich verwende hier 2 Zehen. Wenn ihr jetzt keine Knoblauchpresse haben solltet, könnt ihr den auch gut mit dem Messer hacken und dann dazu geben. Und jetzt wird das Ganze nochmal richtig gut durchgerührt und der Knoblauch darf zusammen mit dem anderen Gemüse nochmal 1 Minute richtig schön mitbraten. Jetzt geben wir den Reis dazu. Den Reis, den habe ich vorher einmal richtig gut gewaschen, um die ganze Stärke abzubekommen. Den Reis verteilen wir jetzt schön in der Pfanne. Der darf jetzt auch noch mal 1 Minute mitbraten. Wichtig hierbei ist es, dass ihr jetzt die ganze Zeit rührt, damit der Reis unten nicht anbrennen kann. Aber durch dieses kurze Mitrösten bekommt die Reispfanne hinterher einen richtig tollen aromatischen Geschmack. Jetzt kommen noch 2 Esslöffel Tomatenmark ungefähr dazu. Das Tomatenmark wird jetzt richtig schön in das Gemüse eingerührt und unter ständigem Rühren für 1 bis 2 Minuten ebenfalls mit angeröstet. Wichtig ist, dass sich das Tomatenmark richtig schön mit dem Gemüse und dem Reis verteilt.
Und durch dieses kurze Anrösten des Tomatenmarks verliert das Tomatenmark diesen extrem säuerlichen Geschmack und wird später richtig schön aromatisch. Also wenn ihr Tomatenmark für eure Gerichte nutzt, ist es sinnvoll, das Tomatenmark, bevor ihr Flüssigkeit zugebt, erstmal mit anzurösten. Und jetzt geben wir 300 Milliliter Gemüsebrühe zu unserem Gericht dazu. Die Gemüsebrühe habe ich in diesem Fall mit 2 Teelöffeln Instantpulver angerührt. Und dann kommt das passierte Paket Tomaten noch hinzu. Das passierte Paket Tomaten, das füllt ihr jetzt nochmal zur Hälfte mit Wasser, schüttelt es ein bisschen durch und gebt das Wasser dann auch noch zu der Reispfanne dazu. So bekommt ihr auch den letzten Rest aus dem Paket von den passierten Tomaten und habt genug Flüssigkeit für die Reispfanne, damit der Reis gut garen kann. Ich liebe diese One-Pot-Rezepte einfach. Alles in einer Pfanne oder einem Topf zuzubereiten hat einfach sehr viele Vorteile. Jetzt decken wir unsere Reispfanne erst einmal ab und nun muss sie auch noch für ca. 15 Minuten vor sich hin köcheln. Wichtig ist es hierbei gelegentlich mal umzurühren und zu schauen, ob noch genug Flüssigkeit für die Reispfanne vorhanden ist. In diesem Fall sieht das alles noch super aus und der Reis hat noch genug Flüssigkeit, um weiter garen zu können. Wenn die Flüssigkeit bei euch irgendwann zu wenig werden sollte, gießt ihr einfach immer mit einem Schluck Wasser auf, sodass der Reis weiter garen kann. Ich mache jetzt wieder den Deckel drauf und lasse es weiter köcheln. So, und nach 15 Minuten schaue ich mal, was sich so getan hat. Die Flüssigkeit ist schon gut eingezogen in den Reis und es sieht jetzt schon richtig lecker aus. Aber es fehlen noch ein paar Kräuter. Ich gebe hier noch frisch geschnittene Blattpetersilie dazu. Ich finde, die Petersilie passt wirklich hervorragend zur Reispfanne. Außerdem mag ich das Grün. Und natürlich fehlen noch die Erbsen. Die gebe ich jetzt auch direkt dazu. Die sind bei mir tiefgefroren, aber die tauen in der Reispfanne in 0, nix auf. Ich finde die tiefgefrorenen Erbsen wirklich sehr praktisch, denn sie müssen nur wirklich ganz kurz mitgaren. Die Erbsen, die verteile ich jetzt einfach in der gesamten Reispfanne und hebe sie immer so richtig schön unter, dass sie auch überall Hitze bekommen. Und jetzt braucht die Reispfanne natürlich noch etwas Würze. Ich würze mit Salz, Pfeffer und einem Teelöffel Paprika edelsüß. Und jetzt werden die Gewürze erst einmal richtig gut in die Reispfanne eingerührt. Und wie ihr sehen könnt, hat der Reis jetzt die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt. Und genau so sollte es jetzt auch sein. Und jetzt wird es auch erstmal Zeit zu probieren, ob wir genug Gewürze an die Reispfanne dran gemacht haben. Bei mir fehlt definitiv noch reichlich Salz und auch ein bisschen Pep, deshalb gebe ich auch noch etwas Pfeffer dazu. Dann rühre ich natürlich wieder alles gut durch, damit sich die Gewürze auch richtig gut verteilen und schmecke das Ganze noch einmal ab. Und genau so solltet ihr das auch machen. Das häufige Abschmecken ist wirklich sehr wichtig. Denn nur so kann jeder seinen eigenen individuellen Geschmack treffen. Ich bin mit dem Geschmack jetzt sehr zufrieden, deshalb richte ich die Reispfanne jetzt auf einem tiefen Teller an. Sieht das nicht einfach toll aus? So richtig schön bunt. Das Auge isst ja schließlich auch mit. Und es duftet einfach herrlich. Und hier ist es dann, das tolle Ergebnis. Eine leckere vegetarische Reispfanne. Richtig schön bunt, gesund und lecker. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!